Moin Leute. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Kann ich gar nicht sagen. Danke, Alfie. Moin Leute, ich bin Lia und das ist mein Pony Alfie. Ich wollte euch hier heute auf meine Anlage mitnehmen, werde auch ein wenig für euch reiten und eure Fragen beantworten. Super schön. Ponyköpfchen drauf. Mittelmäßig gute Laune. Also ja, der fremde Menschen langsam. Mag er nicht? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich das übertraut. Aber dass sie mit den Ponys gegen 1,35 Meter reitet, Respekt. Ja. Danke, Alfie. Alfie, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und dir, Lia, auch nochmal danke, dass wir heute kommen durften. Gerne. Ihr habt es mega schön hier. Wie lange seid ihr jetzt da? So knapp ein halbes Jahr, ja. Jeder, der auf Instagram unterwegs ist, auf YouTube, Social Media macht, kennt dich sowieso. Du bist einer der größten in der Social Media Branche hier so pferdemäßig. Trotzdem für alle, die dich nicht kennen, wir wollen dich noch ein bisschen kennenlernen. Ich habe ein paar Entweder-oder-Fragen dabei, dass wir einmal erfahren, wer du bist, und du darfst auch gerne eine Begründung direkt mitgeben. Okay. Also du musst Ja. nicht kurz und knapp antworten. Okay. Instagram oder YouTube? Ich würde sagen Instagram, weil das ist so ein bisschen alltäglicher. Nutzt du Und jeden einfacher. Tag, oder? Ja. Schule oder Stall? Die Antwort kenne ich, glaube ich. Stall. Stall. Braucht man auch keine Begründung für, oder? Nee, ist klar. Frühaufsteher oder Langschläfer? Eigentlich bin ich Langschläfer, aber ich muss immer super früh aufstehen für die Schule. Und für die Turniere, oder? Das auch, aber das macht man dann gerne. Pizza oder Pommes? Pommes. Ja, doch. Pony oder Pferd? Oh, das kann ich nicht entscheiden, weil Pferd kenne ich ja jetzt noch nicht so lange. Also es ist natürlich so auf die Dauer, wenn ich größer werde, falls ich größer werde, besser. Aber beides auf jeden Fall. Reiten oder Social Media? Verbinden kann man das doch, oder? Also ich kann da jetzt nichts ausschließen. Also auf Social Media reiten. Genau. Reitest du lieber hier zu Hause oder bist du lieber auf dem Turnier unterwegs? Auf dem Turnier schon, weil so, ich bin ja schon sehr ehrgeizig, sage ich mal so. Und ja, da kann man so alles zeigen, was man trainiert hat. Das gehört ja auch zusammen. Es kommen jetzt ein bisschen gemeine Fragen. Bist du bereit? Mhm. Ihr müsst euch die Ohren zuhalten. Alfie oder Rocky? Das kann ich gar nicht sagen. Dann wollen wir dich auch nicht zwingen. Nee. Dallas oder Dobby wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, das ist zu schwer. Also alle 4. Die gehören zusammen. Zu dir. Ja. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Er wird nämlich auch schon so ein bisschen ungeduldig. Bist du eher ein Papa oder eher ein Mamakind? Mama auf jeden Fall, weil ich ja viel mehr mit ihr unternehme. Ja. Und das ist ein verdammt gutes Stichwort. Ich habe die Frage auch nicht einfach so gestellt, denn deine Mom ist ja auch diejenige, die dich eigentlich von Anfang an auf Social Media ja, mitbegleitet und betreut hat, die Videos dreht, dich mit dem Handy verfolgt sozusagen. Auch in Aachen war sie ja mit dabei, als du da warst, und ist mit dir rumgelaufen, hat dich gefilmt. Und kannst du dich vielleicht an das erste Video erinnern, was ihr zusammen gefilmt habt? Also damals hat Mama immer so Reitvideos hochgeladen. Das haben wir ja nicht zusammen gedreht, sag ich mal so. Das hat Mama einfach gefilmt, als ich geritten bin. Ich würde vorschlagen, wir schauen da einfach mal gemeinsam rein. Du kriegst die Bilder natürlich auch zu sehen, wie klein Lia sich so auf ihren ersten Videos gemacht hat. Ich bin Runde um Runde Galopp geritten, weil die Reitlehrerin hatte irgendwie Geburtstag oder so. Ja, aber du siehst da eigentlich schon sehr sattelfest aus, ne? Also das Pferdchen oder Pony oder was das ist, wahrscheinlich war es ein Pony, ne? Ja. Ist gefühlt noch ein Tick zu groß für dich, aber du Ja. schlägst dich ja mega.
Aber guck mal, rhythmisch, ne? Quasi fast schon am Leichttraben. Ja. Wie ist das für dich, Lia, wenn du solche alten Videos und alte Bilder siehst? Hat sich schon viel getan seitdem, oder? Ja, also so reiterlich hat sich natürlich viel entwickelt, aber auch, ja, dass ich jetzt nicht mehr im Schulverein reite, sondern meine eigenen Ponys habe, ja. Und mit dem hier, mit Alfie, hat ja eigentlich alles angefangen. Also ich kann mich tatsächlich noch an das erste Video erinnern, was ich von dir gesehen habe. Und da hattest du ja nur Alfie am Anfang. Ja, genau, ja. Alfie war oder ist mein langer Begleiter seit 8 Jahren und ja, genau. Wie ist Alfie so? Ja, Alfie kann ganz unterschiedlich sein, sag ich mal so. Also man kann total gut eigentlich auch mit ihm kuscheln und so. Wenn man ihn jetzt hier so für sich alleine hat, ist er ganz lieb und so. Aber ja, so wenn es dann ums Essen geht oder sowas, dann wird halt schon ein bisschen das richtige Pony. Ist er Chef im Laden hier unter deinen Pferden oder wie ist er in der Rangordnung? Ja, mit auch. Also wenn die zu 4 stehen, dann ist Rocky mehr so der Chef. Aber wenn er zu 2 steht mit Dallas, dann hat er mehr zu sagen. Was hast du mit ihm reiterlich so alles gemacht auf Turnier? Also wir sind jetzt schon bis L2-Sterne-Dressur gestartet. Wir sind damals auch schon mal so E-Springen geritten, aber... Springen war nicht so seins, ne? Genau, ja, Springen, da hat er so ein bisschen zu viel Angst vor. Also er kann richtig gut springen, zu Hause auch. Kannst du schon so A-Sprünge mit ihm machen, aber auf dem Turnier, ja, hat er einfach ein bisschen zu viel Angst dann. Aber wo er keine Angst hatte, war in Aachen. Du warst mit ihm ja tatsächlich schon mal in Aachen unterwegs. Ja, genau. Erzähl mal. Das Dressurpferd ist dann mehr so sein Zuhause und ja, es war total cool. Wir konnten dieses Pas de Deux dort mitreiten und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich war sehr zufrieden doch. Und wir schauen uns jetzt einmal deine schönsten Aachen-Momente an. Auch noch so breit, also wirklich, ich würde da jetzt gerne zwischengehen, das ist bestimmt so unendlich breit. Also echt unglaublich, ich bin schon super gespannt, das gleich zu gucken. Ja, wir sind gespannt und mal sehen, wo am Ende die meisten Fehler passieren. Ja, ich auch. Lia, wir haben es gerade gesehen, du warst schon echt häufig in Aachen. Kannst du deinen allerschönsten Aachen-Moment beschreiben? Als Gast oder als du mal geritten bist? Ja, also das Reiten war dort natürlich schon sehr besonders, auch in der Halle, als sie so toll weihnachtlich geschmückt war. Aber Gast zu sein war für mich bisher so am besondersten, würde ich sagen, die tollen Ritte dort zu sehen. Was verbindest du denn mit dem CAIO? Also vor allem den Sport auf jeden Fall, weil ich ja auch ja, Sportreiterin bin, sage ich mal so. Und deswegen so, das ist so das, was mich am meisten daran auch interessiert dann. Es gibt ganz viele Nachwuchsreiter und auch schon ja, erfahrenere Reiter, die sich diesen einen Moment vorstellen, wie es ist, einmal ins Aachener Stadion einzureiten, einmal auf dem heiligen Rasen zu starten. Träumst du da auch von? Ja, das wäre echt schon ein Riesentraum. Ja, das ist ein Riesentraum, ich weiß das auch, aber es ist schon sehr, sehr cool. Ich kann das verstehen. Okay, den Gedanken kann man ja durchaus als Anreiz mal so im Kopf haben. Und der junge Mann, bei dem wir hier gerade stehen, dein lieber Rocky, vielleicht bringt er dich da ja auch ein Stückchen näher, weil mit dem bist du ja durchaus sehr erfolgreich unterwegs. Ja, genau. Also zwar können wir nicht auf dem heiligen Rasen starten vermutlich, weil da gibt es ja jetzt keine Ponyprüfung oder so und die Pferdeprüfung, das ist einfach zu anspruchsvoll dann schon für ihn. Aber ja, wir kommen den Schritt schon dahin, ja. Kommt langsam aber sicher eurem Ziel näher. Magst du uns ein bisschen was zu Rocky erzählen? Wie ist er so? Also ja, Rocky ist ein ganz anderer Typ als meine anderen Ponys. Also ich finde, er geht schon auch so leicht Richtung Pferdetyp. Er ist nicht so das typische Pony, würde ich sagen. Weil ja, er hat nicht so dieses Freche und so, sondern ist ein bisschen vorsichtiger in allem. Und ja, er ist auch eher ängstlich schnell mal. Also er ist sehr vorsichtig. Also man muss aufpassen, dass er jetzt keine schlechten Erfahrungen macht oder so. Ist es ein Unterschied, ob du ihn hier zu Hause reitest oder auf dem Turnier? Nee, das nicht wirklich, nee.
Also wir haben da so unsere Bindung, sage ich dann mal so, und dann geht er auch überall hin. Was ist denn seine positivste Eigenschaft? Was magst du besonders an ihm? Also ja, er kämpft halt einfach immer für mich. Selbst wenn ich dann irgendwie mal einen schlechten Tag habe und nicht gut reiten kann, das passiert ja immer mal, dass man eine Distanz nicht sieht, dann ist er so on fire und rettet mich aus jeder Lage. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ihn jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen und euch mal in Action zu erleben. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, der große Traum, einmal in Aachen zu reiten. Und wenn es vielleicht auch nicht das Hauptstadion ist, aber du hast eine Starterlaubnis für die Aachen Youngsters, was ziemlich cool ist. Auf einer Skala von 0 bis 100, wie aufgeregt bist du? Das kann ich gar nicht sagen, 1000 eher. Wobei du ja schon immer relativ lässig wirkst, wenn du dann in den Parcours reitest. Ja, ich bin eigentlich dann schon sehr fokussiert, weil ja, Rocky ist schon ein Typ, der muss sich da sehr konzentriert reiten und darf mir da jetzt nicht so schnell Fehler erlauben. Und ja, genau, deswegen, das ist mir dann schon bewusst, ja. Du hast es jetzt schon erwähnt, du wirst mit Rocky an den Start gehen. Stell dir mal vor, alles läuft wirklich perfekt. Wie gehen die Aachen Youngsters dann für dich aus, Lea? Oh, das wäre schon echt cool. Also wenn ich eine Platzierung hätte, das wäre schon ein Riesentraum von mir. Das wäre schon krass, aber auch einfach, wenn wir da heile ins Ziel kommen, das ist schon Hammer. Ja, weil so eine Schleife, ne, aus Aachen hat auch nicht wirklich jeder im Schrank hängen. Ja. Und falls ihr nicht wisst, was genau die Aachen Youngsters sind, zeigen wir euch jetzt, worum es geht. Wir haben Lea jetzt in Action gesehen. Wir haben deine 2 Ponys Alfie und Rocky kennengelernt. Aber du hast insgesamt ja 4 Pferde bzw. Ponys. Und bei einem stehen wir jetzt. Wer ist das? Das ist Dangerous Dream. Wir nennen ihn immer nur Dobby. Ja, genau. Er ist 7 Jahre alt und ich mache alles mit ihm. Also Dressur, Springen und Gelände. Wer in deinem Stall ist denn so der richtige Draufgänger? Also wenn du sagen würdest, mit dem Pony gehe ich auf eine Party, den nehme ich mit. Auf eine Party würde ich, glaube ich, mit Dallas gehen, weil ja, der ist so cool und lässig und wird mit jedem sowas machen und alles mal ausprobieren. Ja. Und der sieht verdammt gut aus. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, wir switchen einmal rüber zu ihm und du stellst uns Dallas auch einmal vor. Machen wir. Jetzt stehen wir bei deinem Dallas. Ich nenne ihn einfach mal den Schönling hier in der Männer-WG. Absolut mein Beuteschema. Super schönes Pferd. Und das ist auch das Stichwort, denn er ist dein einziges Pferd. Genau, ja, mein erstes Pferd und mein einziges, genau. Was macht ihn aus? Abgesehen davon, dass du ihn gerne mit auf eine Party nehmen würdest? Also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, er ist so sehr gelassen und cool und gleichzeitig ja so richtig der Typ, der so alles mitmacht und für dich alles gibt. Du bist ja jetzt wirklich viel auf Social Media unterwegs, das heißt, du drehst auch viele Stories, du produzierst Content, ihr macht Fotos. Wie sind deine Pferde denn damit so? Hast du da einen Liebling, wo du sagst, da kannst du einfach alles mitmachen? Also Alfie ist schon sehr abgebrüht. So Bilder machen, dass er da mal schön guckt, ist so tagesformabhängig. Und ja, aber so ein Rocky, mit dem ist es ganz einfach. Das geht schnell.
Der macht keine Faxen, so Dobby, der will dann lieber irgendwo Gras holen oder so. Also du wechselst dann wahrscheinlich auch einfach immer so ein bisschen durch, oder? Wofür es gerade so passt, was für ein Bild es sein soll, ja. Wir reden so viel von Social Media. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendwer deinen Account nicht kennt. Aber wir schauen da jetzt einfach trotzdem noch mal gemeinsam drauf. Moin Leute! Moin Leute. Moin! Guck mal, jetzt gehen wir zu deinem Alfie. Alfie, dein Kumpel kommt wieder. Er ist das Halfter. So. Das erste Video von Lia auf Social Media, auf YouTube, haben wir uns vorhin ja schon angeschaut gemeinsam. Das war 2011. Hättest du jemals gedacht, dass du auf Social Media so durchstartest? Nee, auf gar keinen Fall, nee. War das denn ein Wunsch von dir? Also war das irgendwann so ein Ding, wo du gesagt hast, okay, ihr habt damit angefangen, dir hat das gefallen und dann hast du gesagt, dann machen wir das mal weiter? Ja, also damals, als ich damit angefangen habe, war ich ja auch noch jünger und da habe ich das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen, wie ich das jetzt so merke, wie groß und wie viele das einfach sind und ja, deswegen, es ist schon echt krass. Insgesamt hast du gut 500.000 Follower. Wenn man das zusammenrechnet, also 500.000. Das ist eine ganze Menge. Wie ist denn das, wenn du so unterwegs bist? Wirst du angesprochen oder wenn du auf Turnieren reitest? Stehen dann schon Fans am Rand? Ja, auf dem Turnier ist es eigentlich fast auf jedem Turnier so, dass man da jemanden trifft, auch schon am Transporter, aber dann auch nach der Prüfung. Ja, doch, das sind schon immer einige. Wie fühlt sich das an? Also man fühlt sich schon beobachtet, so sage ich mal, und man möchte natürlich auch. Das ist natürlich immer so, dass man gut sein möchte und eine gute Leistung ablegen möchte, aber so ja, fühlt man sich manchmal vielleicht auch noch ein bisschen mehr unter Druck. Aber weil das jedes Mal so ist und ich ja auch keinem was zu beweisen habe, geht es eigentlich mittlerweile. Was ich eine der schönsten Sachen finde, ist, dass es einfach so eine riesen Community gibt, die hinter einem steht. Die hast du definitiv. Und wir haben mal ein bisschen gefragt, was die Leute denn so interessiert, weil nicht nur ich möchte heute meine Fragen loswerden, wir wollen auch deine Community, deine Fans zu Wort kommen lassen. Und ich lese dir die Fragen einfach mal vor, die da kamen. Ja. Die liebe Jana fragt, was passiert mit Rocky, Dobby und Alfie, wenn du zu groß für die Süßen bist? Wirst du sie dann verkaufen müssen? Hoffe, dass du noch ein bisschen Zeit mit ihnen hast. Also zu groß werden werde ich ja eigentlich tatsächlich nicht, weil ich bin ja derzeit auch nicht so groß und so viel werde ich sicherlich nicht mehr wachsen. Und es passt ja derzeit auch noch alles perfekt und deswegen werde ich Alfie auf jeden Fall behalten. Das ist ja eh mein größter Schatz. Rocky vermutlich auch, weil ja, mit dem habe ich so viel gelernt und ich bin ihm einfach super dankbar. Und Dobby, der ist noch so jung, deswegen wird er verkauft, weil ja, ich möchte einfach, oder ich würde mich sehr für ihn freuen, wenn er nochmal mit einem Kind richtig viel erleben darf. Julia Kupischke fragt, hast oder hattest du mal andere Hobbys außer Reiten? Ich habe mal eine kurze Zeit Fußball gespielt, Wie cool. Aber ja, ansonsten reite ich derzeit echt nur. Laura fragt, welchen Reiter bewunderst du, Lia, am meisten? Also da ich ja auch sehr vielseitig unterwegs bin, ist Ingrid Klimke natürlich ein großes Vorbild, weil sie ja auch in allen 3 Disziplinen wirklich sehr gut unterwegs ist. Bandit Sammy fragt, möchtest du auch international reiten? Ja, das wäre schon richtig cool. Also da muss man natürlich noch ein bisschen was machen für, sage ich mal so. Das ist ja nicht so einfach. Aber da gibt es ja mittlerweile auch schon so Amateurtouren und so. Das wäre schon cool, ja. Hättest du schon Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Leona Kittel fragt, könnt ihr euch vorstellen, den Stall auszubauen, um Platz für noch weitere Pferde zu haben? Weil aktuell habt ihr, glaube ich, 4 Boxen und die sind voll. Ja, genau, aber das ist auch eigentlich gut so, weil mehr als 4 Pferde würde ich derzeit auch wirklich nicht schaffen. Mama hilft mir ja schon immer, also ich selbst schaffe 4 nicht alleine und deswegen reicht das. Alina Ponys fragt, wenn es einen Film über dein Leben geben würde, wie würde der Film heißen? Oh, das ist eine gute Frage. Lia und die Ponys. Obwohl, nee, du hast jetzt ein Pferd. Ja, es ist das tatsächlich nicht. Ja, das ist wirklich krass, weil das ist so eine Geschichte, eine Entwicklung und da steckt irgendwie so alles mit drin, würde ich sagen. Das ist wirklich, wirklich schwer. Also über den Titel denken wir einfach noch nach. Ja, genau. Verraten wir euch dann irgendwann auf Social Wenn's Media. rauskommt. In der Story. Genau, oder wenn der Film veröffentlicht wird.
Lia, vielen Dank, dass du die Fragen alle beantwortet hast. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingskategorie dieses Magazins, nämlich der großen Basketball-Challenge. Und du bist nicht die Erste, die sich dieser Challenge stellt. Wir hatten Markus Ehning, wir hatten Isabel Wert, wir hatten sie alle. Und heute haben wir dich, Lia. Und ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Mit wem wirst du starten? Ich mache das mit Alfie, weil ja, mit dem kann ich ein paar lustige und spezielle Sachen machen. Ich hoffe, das reicht aus. Du hast also gut aufgepasst, denn es ist ja so, dass es Sonderpunkte gibt. Also im Trab bekommt man Punkte, im Galopp bekommt man mehr Punkte, überm Sprung gibt es extra viele Punkte. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was du dir ausdenkst, um ein paar extra Pünktchen zu bekommen. Das hat so mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir dich besuchen durften, liebe Lia. Immer wieder gerne. Also ich persönlich bin auch spätestens jetzt ein noch größerer Alfie-Fan geworden. Und wenn ihr das genauso seht, dann würde sich Lia, glaube ich, auch freuen, wenn ihr auf Instagram folgt oder euch mal das ein oder andere YouTube-Video anschaut. Und das dürft ihr natürlich auch von unserem Chio Aachen-Kanal. Ihr dürft uns folgen, ihr dürft euren Freunden von uns erzählen und ihr dürft gerne alle unsere Videos anschauen. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Sendung. Tschüss!